und herzlich willkommen zu meinem neuen Blog André läuft. Ich bin André und das ist mein Blog. Dieses Mal geht es um eine wunderschöne Reise nach Sao Paulo. Dort fand statt der Sao Paulo City Marathon 2025 und zwar zum 25. Mal und ich war live dabei und ja, durfte das mitgenießen und mitmachen. Es war wirklich cool. Unglaublich viel gesehen, viel Spaß gehabt. Doch das werdet ihr gleich in den folgenden Minuten in meinem Videoblog auch noch erleben. Und ja, nun geht's erstmal klapp ab zum Flughafen. Einen wunderschönen guten Abend aus Buenos Aires. Heute heißt es mal wieder Fliegen, um zu laufen. Es geht nach Sao Paulo, ist das New York Südamerikas. Eine sehr, sehr spannende Stadt und eine sehr, sehr spannende Läuferstadt auf jeden Fall, denn dort sind echt coole und große Laufevents ständig am Start. Deswegen verschlägt es mich jetzt auch in wenigen Monaten schon das zweite Mal nach Sao Paulo. So, und jetzt mit leichter Verspätung geht es jetzt zum Boarding. Oh, bon dia! Guten Morgen aus Sao Paulo, es ist 2:35 Uhr am Morgen, schneller, guter Flug und ja, jetzt hole ich mir erstmal schnell ein Uber und fahre in die Unterkunft und dann haue ich mich aufs Ohr. So, jetzt hier angekommen, in dem kleinen, aber gemütlichen Airbnb. Jetzt heißt es erstmal eine Dusche nehmen und dann aufs Ohr hauen. Und ja, dann morgen auf jeden Fall habe ich einiges vor. Den Kit abholen, dann will ich noch mal eine Runde laufen gehen und ja, mir die Stadt ein bisschen reinziehen. Also dann, gute Nacht und bis morgen. Nach einer kurzen Nacht, fast schlaflos, ging es zum Frühstücken. Es gab leckere Mini-Coxinhas, ein Traditionsgericht in Brasilien. Und vom Frühstück ging es dann direkt zur Expo. Eine super geplant, große Expo. Doch nicht alles lief wie geplant. Doch ja, wie soll es auch anders sein? Schaut selbst. Ich bin noch gerade dabei zu klären, ob es funktioniert, ob ich jetzt 21 oder 42 Kilometer laufe. Denn ich habe mich für beides eingeschrieben und mal schauen, ob es funktioniert. Alles wird gut werden. Also doch 42 Kilometer, 42,195 Kilometer werden gelaufen. Jetzt ist meine Müdigkeit auch verschwunden, denn jetzt ist die Aufregung groß. Das einzige Problem ist, es gibt kein T-Shirt in meiner Größe. Das heißt, ich habe eine XXL, glaube ich, bekommen. Also werde ich nicht mit den T-Shirts hier laufen, sondern mir eins noch zulegen. Und schon die Lösung gefunden. Ich laufe einfach mit dem Shirt und ja, dann erspare ich mir mit dem XXXL T-Shirt. Eine große Expo hier, richtig, ja, momentan nicht viel los, aber es sind unglaublich viele Stände. Also es ist noch nicht so gut besucht, aber das liegt wahrscheinlich daran, weil es Freitagmittag ist. Aber ich habe gut eingekauft, weil hier ist es wesentlich günstiger als in Argentinien. Und was ich mir halt vorgenommen habe, wenn On-Run, dann muss ich auch in On-Run-Klamotten laufen. Das heißt, da kam eine Hose und noch mal ein paar Schuhe dazu. Und ja, jetzt brauche ich unbedingt noch Salztabletten und dann bin ich durch. Jetzt geht's erstmal zur Wand, um meinen Namen zu finden. Ich bin wahrscheinlich eingeschrieben bei 21,1 und 42,2 Kilometer, aber scheißegal. Das war es jetzt hier von der Expo in Sao Paulo.
Spannende Kiste, aber jetzt muss ich endlich was essen. Ja, von der Expo ging es dann in die neuen Laufschlappen und am Abend dann direkt mal eine Runde drehen im größten Park Sao Paulos. Freitagabend, 22 Uhr, Shakeout Run. Warum so spät? Hatte eine lange, sehr, sehr lange Siesta. Und ja, war sehr echt müde. Von dem Tag, von dem Flug, wenig geschlafen. Und jetzt halt ziehe ich meinen Checkout Run durch. Gleichzeitig bei diesem Lauf teste ich die neuen Schlappen. On Run, Cloud Boom. Waren nicht günstiger Spaß. Ich glaube, waren bis jetzt die teuersten Schuhe, die ich mir jemals geleistet habe. Und mal gucken, ob die sich auszahlen. Bis jetzt gutes Laufgefühl. Keinerlei Beschwerden. Aber ja, das soll es auch so sein nach den paar Kilometern. Mal schauen, wie lange die halten, was die mit mir mitmachen und ja, wie viel Spaß die bringen. So 11 Kilometer sind im Kasten, das reicht dann für heute. Ich bin jetzt gleich am Ausgang und dann geht's ja, in die Wohnung, ein bisschen ausruhen, noch eine Kleinigkeit essen und dann vielleicht noch ein Filmchen oder so gucken. Und dann heißt es Heier machen. Schön schlafen, schön viel Schlaf nachholen, schön ausruhen, morgen auch. Morgen eigentlich nur schlafen und Kohlenhydrate zu mir nehmen. Denn ja, am Sonntag ist dann der 42 Kilometer Marathon hier in Sao Paulo und den will ich natürlich gut abreißen. Also bis dann. Dann freue ich mich auf den Lauf und sende euch liebe Grüße. Ja, dann nach einem Tag Erholung und im Anschluss eine sehr kurze Nacht ging es dann zum Sao Paulo City Marathon 2025. Die Nacht vor dem Marathon ist für mich immer eine Qual, also da komme ich kaum zum Schlaf. Bin immer relativ aufgeregt beziehungsweise sehr gespannt auf den kommenden Tag. Und da drücke ich mich dann immer in der Nacht von einer zur nächsten Seite. Und zum ruhigen und entspannten Schlaf komme ich da auf gar keinen Fall. Aber ja, es ging trotzdem zum Marathon. Um 3:30 Uhr klingelte der Wecker. Um 4:15 Uhr ging es los. Und ja, pünktlich um 5 war ich vor Ort. Und doch, ja, schaut selbst. Guten Morgen aus Sao Paulo. Heute heißt es 42 Kilometer Sao Paulo City Marathon und der André ist mit am Start. Es ist 4:50 Uhr am Morgen. In einer halben Stunde geht's los. Um 5:20 Uhr wird pünktlich gestartet und ja, mit am Start 25.000 Menschen. Davon 18.021 Kilometer und 7.000 die 42 Kilometer Distanz. Ich glaube, was war das so? 65% Männer, 35% Frauen und ganze 0,2% aus anderen Ländern und ganze ein Deutscher. Und der bin ich. Also genießt mit mir die Bilder und liebe Grüße hier aus Sao Paulo. Los geht's, 42 Kilometer Sao Paulo City Marathon, mit dabei der André, yeah! So, 3 Kilometer sind um und hier gibt es bereits das erste Wasser. Insgesamt gibt es
15 Stationen, Verpflegungsstationen, also 15 mal Wasser oder auch isotonische Getränke, Gel oder auch die obligatorische Banane. Prost! Kilometer 6, das zweite Wasser. Jo, hier in praktischen Plastikbechern, etwas Unpraktisches. Der Aluminiumdeckel, den man aufreißen muss, aber der ganz schön stark verklebt ist. Und wenn man das mit den Zähnen tut, besteht die Gefahr, dass man sich den halben Mund aufreißt. Also vorsichtig. Wie bereits erwähnt, 25.000 Seelen mit am Start. Gleichzeitig läuft 21 Kilometer und die 42 Kilometer. Das Feld wird sich erst nach 20 Kilometer trennen. Also es ist unglaublich voll. Und ja, es ist relativ schwierig, einen Rhythmus zu finden bei so vielen Menschen. Aber dennoch schon geil. Gute Motivation. Alle 3 Kilometer gibt es einen Getränkestand. Und das Klima spielt auf jeden Fall gut mit. Wir haben es jetzt gerade 15 Grad. In den nächsten Stunden wird es auf 19 bis 20 steigen. Und erst wenn ich hoffentlich die 42 Kilometer erledigt habe, geht es dann heute hoch auf 28. Also krasse Sache. Alle 45 Minuten gibt es ein Gel. Hat sich bei mir sehr eingewohnt, beziehungsweise sehr positiv bestätigt bei jedem Marathon. Und jede Stunde eine Salzkapsel. Ansonsten nehme ich jede Wasserstation mit, die es hier gibt. Und ja, genieße einfach den Lauf. Kilometer 9, Agua. Also flach ist die Strecke auf gar keinen Fall. Es geht immer nur bergauf, bergab, wie halt Sao Paulo. Sao Paulo ist, glaube ich, auf 7 Hügeln gebaut. Und ja, eine schnelle, flache Strecke auf jeden Fall nicht. Aber auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Es geht insgesamt durch 18 Stadtbezirke bei den 42 Kilometern. Interessante Statistik sind 99,8% Brasilianos hier am Start und ganze 0,2% Ausländer. Und wie gesagt, ein ganzer Deutscher, der bin ich. Auch die Isodrinks gibt es hier in praktischen Plastikbechern, aber auch wieder mit diesem Aludeckel. Schmeckt aber gut. Kilometer 15 und das heißt Wasser Nummer 5. Ach, was lüge ich denn? Das ist Wasser Nummer 4 und ein Isodrink. Prost. Kilometer 18, dann nächste Wasser. Jetzt ist tatsächlich das Wasser Nummer 5 und Isodrink 1. ...90 Minuten, Gel Nummer 2. So, jetzt hier nach 20 Kilometern trennt sich das Feld der Halb- und Marathonläufer. Die Halbmarathonläufer, die haben nur noch einen Meter.
Die Halbmarathonläufer haben nur noch einen Kilometer vor sich, während die Marathonläufer nicht mal die Hälfte haben. Aber ja, so hat man sich halt ausgesucht. Halbmarathon ist im Kasten. So, die Hälfte der Strecke ist geschafft. Jetzt theoretisch runterzählen, wobei eigentlich geht der Marathon erst bei Kilometer 30 los. Denn bis Kilometer 30 ist nur das klassische Vorspiel. Ab Kilometer 30 kommt dann der wahre Akt. Kilometer 23, das nächste Wasser. Kilometer 26, Wasser. Kilometer 28, das nächste Wasser ist dran. Tut das gut. Die Temperaturen steigen. Wir haben es jetzt zwischen 19 Grad. Ja, aber es läuft. Gute Zeit. Ähnlich wie der letzte Marathon. Mal gucken, was ich heute so reiße. Aber Primärziel: nicht verletzen und es schaffen. Plan B, beziehungsweise die nächste Steigerung ist Sub 4 unter 4 Stunden. Noch besser wäre natürlich unter 3 Stunden und 40. Und natürlich Bestziel wäre, meine Marke vom letzten Mal zu knacken. Das heißt, schneller als 3 Stunden und 33 Minuten zu sein. Doch das wird heute sehr, sehr schwierig. So, Kilometer 30 ist im Sack. Das heißt, das Vorspiel ist beendet. Jetzt startet der Marathon. Mal gucken. Banana. So, 35 Kilometer sind um. Hab heute seit Kilometer 14 Probleme mit dem Verdauungstrakt. Ich überlege mal, wenn ich an der Toilette vorbeikomme, ob ich sie nutze oder nicht. Bis jetzt habe ich es nicht getan. Vielleicht liegt es daran, dass ich gestern zu viel beim Sushi-Buffet zugegriffen habe. Die Sushi hier in Sao Paulo ist ausgezeichnet. Man sagt, beste Sushi außerhalb Japans. Denn hier ist die größte japanische Community außerhalb Japans vertreten. Puh, jetzt habe ich doch 2 Minuten verloren. Musste eine Toilette suchen. Das ging einfach nicht mehr. Aber jetzt bin ich gut erleichtert für die letzten 4 Kilometer und kann entspannt laufen, ohne übers Geschäft nachzudenken. Wow. So, Kilometer 41. Der letzte Kilometer ist angebrochen. Schauen wir mal, was noch geht. Aber nach der kleinen Kackerpause geht es mir wesentlich besser. So, letzten 500 Meter. Zieleinlauf. Geschafft. 42,2 Kilometer Sao Paulo City Marathon.
War ein hartes Stück Arbeit. Keine flache Strecke, sondern mit vielen Steigerungen. Aber hat echt Spaß gemacht. Und ja, den persönlichen Rekord heute nicht eingestellt. Aber Plan B erfüllt unter 3 Stunden und 40. Also sehr erfolgreich. Besser kann man es eigentlich nicht erwarten. Und ja, hätte ich vielleicht die Probleme mit dem Bauch nicht gehabt und die kleine Kackerpause zwischendurch, wäre einiges mehr gegangen. Aber dennoch, ich kann sehr, sehr stolz auf mich sein. 2. Marathon diesen Monat. Und ja, so kann es weitergehen. Das heißt es erstmal für mich, morgen geht es zurück nach Buenos Aires. Da steht am nächsten Sonntag 15 Kilometer New Balance Run an. Und dann Ende August Marathon in Asunción. Proteindrink. 15 Gramm Protein mit Laktose und Zucker, glaube ich, und leckere Proteine, soweit ich es verstehe. Geschmack Schokolade. Mal schauen, wie es schmeckt. Hauen wir uns gleich mal rein in den Scheiß. Also ist echt sehr, sehr zähflüssig. Aber lecker. Jetzt live hier und in Farbe. Obrigado, muchas gracias. Da ist sie. Echtes Gold. Geiles Ding, ey. Das gefällt mir richtig gut. Schaut es euch mal an. Geile Medaille. Das ist, glaube ich, die schönste, die es bis jetzt gab. Wunderschön. Schaut euch die an. Super. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles und spannendes Rennen. Hat unglaublich viel Spaß gemacht und hat mich auf jeden Fall als Läufer wieder ein Stück nach vorne gebracht. Ich habe entdeckt, da steckt echt noch viel drin. Da ist noch einiges rauszuholen und ich bin echt gespannt, wie so die nächsten Jahre so werden. Doch ja, zunächst einmal war der Sao Paulo Aufenthalt noch nicht ganz zu Ende. Es ging nämlich doch weiter nach Santos, wo ich dann den Nachmittag nach dem Lauf verbracht habe und ja, meine Beine ins kühle Meer gesteckt habe. Da ist nochmal die verdiente Medaille. Jetzt habe ich mich eine Stunde aus Sao Paulo rausbewegt nach Santos. Hier ans Meer gefahren, ist so eine knappe Stunde entfernt von Sao Paulo. Und kleines, naja, ein sehr großes Küstenstädtchen mit wunderschönen Stränden, wie ihr seht. Das beste Wetter hier im Winter. Während es in Buenos Aires heute frostige 7 Grad sind es hier ganze 30 Grad. Aber morgen geht es auch wieder zurück nach Buenos Aires. Da geht das Leben dann wieder weiter. Aber heute zum Entspannen noch mal kurz, wie gesagt, hier ans Meer gefahren. Prost und Saludos aus Santos. Schon geht es wieder zurück nach Buenos Aires. Auf Wiedersehen, Sao Paulo, auf Wiedersehen, du wunderschöne Stadt. Und ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Doch jetzt erstmal andere Strecken entdecken, andere Strecken laufen und darauf freue ich mich auch sehr. Bis dahin alles Gute und ich sende euch die liebsten Grüße. Wir sehen uns bald nächste Woche Sonntag, wenn es wieder heißt, André läuft aus Buenos Aires.